Der aktuell günstigste Tesla, den ihr kaufen könnt, oder das teuerste Mittelklasse-Elektroauto, das ihr aktuell aus dem VW-Konzern kaufen könnt, den Audi Q4 e-tron 50 Quattro. Beide hängen gerade am Strom, denn sie werden vorkonditioniert, sodass wir mit 100% starten können. Und der Tesla hier ebenfalls vorkonditioniert, allerdings am Energy Kick, weil wir gestern Abend irgendein Problem mit unserer Wallbox hatten. Wenn ihr das Wallbox-Thema nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal, denn bald gibt es dazu schon das ausführliche Review. Im Detail bedeutet das knapp 80 Kilowattstunden im Q4 versus 55 Kilowattstunden im Tesla Model 3. Wir fahren damit jetzt ungefähr 170 Kilometer bis zur nächsten Ladesäule, schauen mal, was sie auf der Autobahn verbrauchen und dann gucken wir uns die heute noch ein bisschen mehr im Vergleich an. Hier in Bernau am Chiemsee sind wir jetzt gerade beide relativ entspannt angekommen. Wir haben noch 18% im Akku, nachdem wir gerade 180 Kilometer auf der Autobahn sehr, sehr sportlich gefahren sind. Was heißt das? Wenn es ging, sind wir wirklich um die 170 bis 180 gefahren. Es gab dann immer mal Geschwindigkeitsbegrenzungen, so um die 160 sind wir dann auch mal ein Stück weit noch gefahren und jetzt das letzte Stück eben sehr, sehr lang, 120 aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung. Entsprechend ist es aber okay, gerade jetzt für den Winter, wir haben heute so um die 0 Grad. Problem ist jetzt aber, ich stehe jetzt gerade hier unter einem neuen Charger, der ist von Aral Puls, da kann ich nämlich laden, da konnte ich mit meiner Maingau Energiekarte das Ganze entsperren. Hier drüben werden auch noch Tesla-Säulen, aber nicht so viele und ihr seht schon, hier sind zwei verschiedene Charger. Und wo ist der Q4? Der steht irgendwo da hinten bei der Shell, da standen wir früher schon mal, als wir für euch den Mercedes-Benz EQC und den Audi e-tron Sportback verglichen haben. Und da laufe ich jetzt auch wieder rüber, denn der Q4 konnte hier irgendwie nicht laden, da gab es ein Problem. Und das, obwohl es eine coole Station ist mit Dach drüber und gerade jetzt, wo es so leicht regnet, ist es echt entspannt. Da drüben hat dann aber von 4 Säulen nur 2 funktionieren wollen. Das heißt, da stand jetzt noch Niederländer und eben der Q4 und entsprechend bin ich jetzt wieder hierher gefahren, lasse ihn jetzt hier angesteckt, wir laufen rüber zum Q4 und schauen vor allem, wie lange der braucht zum Laden. Wir wissen ja, dass der Tesla relativ schnell lädt, der ist so in 20 Minuten wieder voll, unabhängig vom Wetter, einfach weil ich jetzt hier auch aufgrund des Superchargers ganz entspannt eben den vorkonditionieren konnte, sodass der wirklich mit Optimalbedingungen lädt. Hier können zwar nur 150 kW geladen werden, aber das reicht vollkommen aus, denn den kurzen Bereich, wo der dann mal 168 kW laden kann, den können wir hier fast vernachlässigen. Ich laufe mal rüber zum Q4 und gucke, was der so macht. Nach einem wahnsinnigen Durcheinander hier jetzt an den Ladesäulen steht der Q4 wieder hier und hat mittlerweile auch über 80%. Wie waren die Zeiten? Der Tesla hat so ungefähr 20 Minuten benötigt und der Q4 35 Minuten. Man muss jetzt natürlich auch in Relation sehen, dass der Q4 im Endeffekt 20 Kilowattstunden mehr nachlädt in dieser Zeit, denn der hat jetzt so ungefähr 72% nachgeladen und das entsprechen ja bei dem 65 Kilowattstunden, während es im Tesla ja weniger als 40 Kilowattstunden sind, die er dann eben im gleichen Amount wieder nachlädt. Das macht aber nichts, denn auf Langstrecke habt ihr im Endeffekt einen höheren Verbrauch im Q4 und müsst dann dementsprechend eben mehr Energie nachladen, um euch diesen hohen Verbrauch wieder leisten zu können, um weiterzukommen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Was war aber das Chaos an der Ladesäule? Die Allego, die wir da hinten noch hatten, wollte so gar nicht, denn von 4 verfügbaren gingen nur 2 und dann am Ende hat sie sogar noch abgebrochen und als wir den Q4 abziehen wollten, ging das nur dank der manuellen Notentriegelung und der Porsche Taycan, der daneben gewartet hat, konnte dann auch erst laden, nachdem neben uns der Hyundai Kona schon nicht mehr da war. Also Wahnsinn, was hier in der Ladeinfrastruktur an diesem Punkt Probleme bereiten können. Aber wir fahren jetzt mal weiter und im nächsten Schritt würde ich euch jetzt einfach mal zeigen, was so diese verschiedenen Interieursachen sind. Also das Display, auch so ein Stück weit die Assistenzsysteme, das alles ein bisschen bei den beiden Fahrzeugen, sodass ihr einen besseren Eindruck davon bekommt, was euch eben in diesen Preisklassen erwartet. Bevor wir damit loslegen, schauen wir uns aber einmal die Apps an. Denn das finde ich immer wichtig, ihr wollt das Fahrzeug ja auch von außen ein Stück weit steuern können. Und da bietet Audi die Grundfunktion. Das bedeutet, ihr seht dauerhaft den Ladezustand, seht auch, wie schnell euer Fahrzeug aktuell lädt und ihr könnt zum Beispiel das Fahrzeug vorklimatisieren. Dann hört es aber auf, ihr könnt es über die App nicht einmal auf- oder zuschalten,
zusperren. Das finde ich ein Stück weit schade, denn da könnte man einfach mehr machen, zumal man auch weiß, dass es eben bei den höherklassigen Audis dann auch funktioniert. Und klar sagt ihr jetzt was, 80.000 Euro, es gibt noch höherklassigere Fahrzeuge, aber ja, da geht es einfach hier um die Fahrzeugart an sich. Die App an sich ist gut durchdacht, man kann das auch gut machen. Es hat nur ein bisschen seine Verbindungsschwierigkeiten, das heißt, es lädt oft sehr, sehr lang nach, bis die App dann tatsächlich wieder lädt. Dafür gibt es bei Audi aber eine Smartwatch-App und hier am Beispiel der Apple Watch funktioniert das sehr, sehr gut. Ihr seht hier, das meldet sich dann kurz an, dann könnt ihr euer Fahrzeug auswählen und dann habt ihr dieselben Infos wie in der App. Ja, das sind genauso wenig, aber ihr habt eben die Möglichkeit, das Fahrzeug schnell zu klimatisieren und seht, wie schnell es lädt, ob es lädt und wie viel Akku ihr noch habt. Ich finde es gerade auf der Smartwatch ein Stück weit praktischer als auf dem Handy, denn da hat man einfach schneller mal noch einen Zugriff und das ist hier wirklich einzigartig. Das habe ich so bei keinem anderen Hersteller bisher gesehen. Denn man sagt ja Tesla immer nach, sie seien der Vorreiter, was die Konnektivität angeht. Und da muss man schon sagen, wenn man sich hier diese App ansieht, da wird einiges geboten. Sei es beispielsweise die punktgenaue Klimatisierung von der Sitzheizungsaktivierung, der Lenkradheizung oder eben auch der punktgenauen Einstellung der Gradzahl. Ihr könnt einen Zeitplan aktivieren, sodass das Fahrzeug zum bestimmten Zeitpunkt dann vorklimatisiert wurde. Das Ganze ist gut durchdacht und funktioniert wirklich einwandfrei. Außerdem seht ihr dauerhaft den Standort des Fahrzeuges und ihr bekommt eine Ladekostenübersicht. Das ist mit einem neuen Update dazugekommen und ist so ein bisschen eine Orientierung, was ihr euch zu einem vergleichbaren Verbrenner gespart hättet. In der Tesla-App könnt ihr dann alle Funktionen des Schlüssels übernehmen, sei es das Öffnen und Schließen der Heckklappe oder auch des Trunks, um schnell euer Ladekabel herauszuholen. Das Ganze funktioniert auch echt zuverlässig und schnell und ihr habt Sicherheitsfunktionen. So könnt ihr nach einem neuen Update, natürlich, wie soll es anders sein bei Tesla, denn viele Funktionen kommen erst über die Apps bzw. über die Updates im Nachhinein, könnt ihr jetzt eine Live-View eures Fahrzeuges sehen. Egal wo ihr seid, ihr könnt einfach über das Internet auf die Kameras zugreifen, um so zu sehen, was mit eurem Fahrzeug passiert und gerade wenn der Fahrzeugalarm beispielsweise ausgelöst wurde, kann das doch sehr interessant sein. Und ja, die Umgebung wird gewarnt, denn das Fahrzeug blinkt kurz auf und zeigt das Ganze auch im Innenraum. Und insgesamt ist diese App wirklich durchdacht und funktioniert sehr schnell. Kommen wir jetzt aber wie versprochen zum Innenraum und stellen diese einmal gegenüber. Im Audi habt ihr einen sehr, sehr klassischen Innenraum. Dieser ist geprägt von horizontalen Linien, zwei Displays, also dem Fahrerdisplay und dem Informationsdisplay in der Mitte. Und ihr habt eine klassische Klimasteuerung mit entsprechendem Gangwahlhebel darunter. Sehr, sehr viele Knöpfe und ein sehr schickes Lenkrad, was Soft-Touch-Buttons hat. Das bedeutet, ihr müsst durch viele Wischgesten das Ganze einstellen, könnt trotzdem haptisch klicken. Mir persönlich gefällt das Klickgefühl dabei nicht allzu gut. Das macht zum Beispiel VW durch eine Imitation des Klickens im vergleichbaren ID.4 deutlich angenehmer und ihr habt verschiedene Hebel für die Tempomatsteuerung und eben diese gerade angesprochene großzügige Mittelarmlehne mit verschiedenen Knöpfen. Das ist typisch für Audi und ganz im Gegensatz zu Tesla zu sehen. Denn wenn wir hier diesen extrem minimalistischen Innenraum sehen, dann merkt man, warum der ein oder andere Tesla mag oder eben nicht. Das ist eine reine Geschmackssache. Ich möchte da jetzt auch nichts hier irgendwo in den Weg legen, beziehungsweise euch in den Mund legen. Das sind verschiedene Art und Weisen der Innenraumgestaltung und das ist auch gut so, denn so findet jeder das, was er gern hätte. Minimalismus pur ist hier bei Tesla gesagt und das möchte ich aber euch bewusst an dieser Stelle einfach mal im Gegensatz zeigen, was man aber alles dafür bekommt. Denn die ganze hier gezeigte Innenausstattung mit dem Kunstleder, den Alcantara-Imitaten und den schönen Holzleisten ist alles Serienausstattung und da müsst ihr eben bei Audi, wie zu Beginn gesagt, einiges drauflegen. Kommen wir jetzt zur Steuerung und beginnen wieder beim Audi und dem Fahrer-Info-Display. Ein Punkt, den wir uns beim Tesla nachher sparen können. Hier habt ihr sämtliche Informationen zum Fahren. Seien es die Verbrauchswerte, die Infos zum Assistenzsystem oder eben auch beispielsweise eure Mediensteuerung. Ihr bekommt hier alles angezeigt und könnt euch da einmal durchklicken, das Menü auswählen, was euch am wichtigsten erscheint und das dann eben entsprechend während der Fahrt anzeigen lassen. Ich finde zum Beispiel immer die Navikarte ganz angenehm oder den Verbrauchswert. Es ist auch sehr, sehr viel, aber es ist eben Audi-typisch. Das hier gezeigte optionale Mitteldisplay als Multimedia Pro hat nochmal mehr Zoll als die Standardvariante. Da habt ihr dann noch schwarze Displayränder ringsum, hat ein Kachelsystem und dann verschiedene Apps. Das bedeutet, ihr habt hier diese verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und ja, das Betriebssystem ruckelt etwas. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu viel dazu sagen. Gehen wir eher auf die Einstellungsmöglichkeiten ein. So habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, die Rekuperation, also die Energierückgewinnung zwischen automatisch und ausgeschaltet zu wählen. Viel mehr passiert da nicht und wir haben hier Apple
mittels CarPlay. Das ist eine coole Funktion, bei der eure Handy-Inhalte auf das Display gespiegelt werden. Gibt es für Android-Geräte genauso, heißt da eben Android Auto. Das Ganze funktioniert ziemlich flüssig, fast sogar flüssiger als das Audi eigene Betriebssystem. Mir gefällt die Oberfläche und die Bedienung aber recht gut. Ganz im Gegensatz zur Rückfahrkamera, diese ist viel zu dunkel, gerade bei Nacht hilft diese da wirklich nur bedingt. Was Audi hat und Tesla an dem Punkt überhaupt nicht bieten kann, ist ein Augmented Reality Head-Up-Display. Nicht nur, dass Tesla gar kein Head-Up-Display anbietet, Audi geht hier gefühlt 5 Schritte weiter und legt euch Informationen in die Realität. Sei es dieser Strich zur Information, dass das Fahrzeug den vorherigen Verkehr erkennt, oder die Navigationsinhalte, die euch dann Pfeile, die Abbiegerichtungen im Kreisverkehr und vieles mehr anzeigen. Ich persönlich finde das Ganze sehr, sehr gut abgestimmt. Das macht wirklich Laune und unterstützt einfach im Fahren, genauso auch wie die Spurverlassungswarnung. Die vorhin angesprochene Rekuperation lässt sich dann über Schaltwippen am Fahrerinfodisplay einstellen. So habt ihr neben der automatischen Rekuperation 3 verschiedene Rekuperationsstufen, um eben stärker oder weniger stark die Energie zurückzugewinnen. Das war es jetzt zum Audi. Wir schauen auf den Tesla und da haben wir ein komplett anderes Bediensystem, denn es gibt einfach nur ein 15 Zoll Mittelscreen. Das war's, Schluss aus, fertig. In der linken Seite seht ihr immer die fahrerspezifischen Inhalte, also ähnlich zum Fahrerinformationsdisplay bei Audi, hier eben im großen Display integriert und hat die Möglichkeit, dass ihr im Stand dieses dann nahezu ausblenden könnt. Ihr bekommt viele Inhalte per Touch gesteuert und nahezu keine Buttons. Ihr habt im unteren Bereich diese Navigationsleiste und dann eben auch beispielsweise Inhalte wie die Klimatisierungssteuerung für vorn und eben auch hinten. Das Ganze nur per Touch auf dem vorderen Display. Und das wird viele abschrecken, da bin ich mir sicher. Es wird aber auch viele begeistern und dementsprechend zeige ich euch das hier an dieser Stelle. Dinge wie die Spotify-App, die direkt integriert ist, oder auch eine TuneIn-App, um eure Lieblings-Internet-Radiosender zu spielen, wird den ein oder anderen, denke ich, wirklich abholen. Mehr eine Spielerei und auch direkt so benannt ist die sogenannte Spielekiste mit Lichteffekten, dem Furzkissen oder auch Spielereien wie einem Lagerfeuer. Ihr könnt auch im Fahrzeug direkt Spiele spielen, wie beispielsweise Beach Buggy Racing, oder ihr könnt den Internetbrowser nutzen, um hier euren eigenen Tesla zu bestellen, oder ihr geht auf die native YouTube-App, um meine Videos während eurer Ladepause anzusehen, um somit diese ganzen 15 Zoll des Fahrerinfodisplays bzw. des Multimedia-Screens zu nutzen und euch die Ladepause zu versüßen. Das Ganze ist echt nett gemacht, funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig. Die App an sich hängt ein bisschen, aber wenn ihr einmal eine Funktion gestartet habt, dann funktioniert das Ganze wirklich gut. Die Einstellungen bei Tesla findet ihr unten links und hier könnt ihr dann dank großer Schaltflächen alle fahrzeugbezogenen Informationen ändern. Schauen wir uns jetzt die hintere Sitzreihe noch an. Diese ist bei Audi sehr, sehr hochwertig durch diese Kunstledersitze und ihr habt natürlich diesen klassischen Mitteltunnel, wo ihr dann auch die hinterwertige Klimatisierung steuern könnt. Bei Tesla habt ihr ebenfalls einen geradenen Fußboden und eben nur die Lüftungsausströmer, denn ihr habt die Steuerung ja über das vordere Display. Schauen wir uns beide Fahrzeuge noch bei Nacht an und hier hat der Audi wirklich eine Besonderheit. Nicht nur, dass die Scheinwerfer sehr präsent daherkommen und wir nachher noch auf die Matrix-Funktionalität eingehen, nein, ihr habt dank des digitalen Lichtes auch die Möglichkeit, aus 4 verschiedenen Designs eures zu wählen. Das mag eine Spielerei sein, es ist aber nett gemacht und die Scheinwerfer insgesamt funktionieren sehr, sehr gut. Denn dank der Matrix-Funktionalität können sie den voranfahrenden Verkehr oder eben auch den Gegenverkehr ausblenden, um euch so dauerhaft ein sehr, sehr gutes Licht zu bieten. Da gibt es fast nichts Besseres in der Klasse und das muss man an der Stelle auch so sagen. Im Innenraum findet man dann gegen Aufpreis eine richtig schöne Ambientebeleuchtung mit verschiedenen Farbzonen und selbst in der Grundausstattung gibt es hier ein einfaches Leuchtenband. Bei Tesla könnte eine Matrix-Funktion nachgerüstet werden, gibt es aber aktuell noch nicht, aber die Linse ist schon mal verbaut. Schauen wir, was sich da die Ingenieure noch per Software-Update einfallen lassen. Ich bin aktuell noch überhaupt nicht zufrieden mit der Ablendautomatik, denn diese ist viel zu langsam. Das ist egal, ob sie auf- oder abblenden soll, das dauert mir einfach einen viel zu langen Tick, bis das Ganze dann eben umgesetzt wird und das entsprechend anfängt. Es gibt auch im Innenraum keine Ambientebeleuchtung und dementsprechend ist das alles ein Ticken dunkler. Kommen wir jetzt zur Routenplanung und da ist der Audi Q4 e-tron seinen Brüdern auf MEB-Plattformen, also dem VW ID4 und dem Skoda Enyaq um Welten voraus, denn er ist einfach zuverlässig. Das bedeutet, ihr gebt ein Ziel ein und das Fahrzeug gibt euch alle Inhalte raus mit sinnvollen Ladezeiten von so um die 30 bis 35 Minuten pro Ladesäule und eben auch einer Gesamtankunftszeit mit Prozentwerten. Ich finde das immer sehr wichtig, denn man möchte ja wissen, wie viel Puffer habe ich noch, um die nächste Ladesäule zu erreichen und mit wie viel Prozent komme ich eigentlich am Ziel an. Das macht Audi hier in dieser Version
echt sehr, sehr gut, nutzt dabei auch vernünftige Ladesäulen mit der entsprechenden Ladegeschwindigkeit und schickt euch nicht, wie beispielsweise der Skoda Enyaq, nur konsequent an 50 kW Säulen. Bei Tesla ist das ähnlich, nur dass ihr hier eben nur die Tesla eigenen Supercharger empfohlen bekommt. Ja, es gab jetzt letztens ein Update, wonach ihr jetzt auch beispielsweise Ionity oder ENBW Säulen direkt im Navi seht. Das Ganze aber eher einen Ticken langsamer und eben nicht in der Routenführung. Das bedeutet, wenn ihr ein Ziel eingebt und plant, wie beispielsweise jetzt hier an dieser Stelle, einfach mal die Navigation nach Berlin, dann wird euch das Ganze geplant, aber eben nur mit Tesla Supercharger. Das bedeutet, ihr kommt von eurem Ausgangspunkt zum Ziel dank der Ladevorgänge bei Tesla und seht dann dementsprechend auch hier aufgelistet die Prozentzahlen, die Ladezeit und so weiter und natürlich auch die Prozentzahl am Ziel. Das Ganze ist schön und gut, an manchen Punkten hat man aber das Problem, dass die Tesla Supercharger auch noch nicht perfekt ausgebaut sind und manchmal vielleicht ein Drittanbieter Ladesäule besser gelistet wäre. Diese wird aber nicht genutzt, da natürlich Tesla an euch den Strom verkaufen möchte. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, der soll aber trotzdem an dieser Stelle gesagt sein. Insgesamt funktioniert die Routenplanung aber perfekt. Schauen wir uns die beiden Fahrzeuge noch kurz von außen an, denn ich weiß natürlich, dass sie unterschiedlicher gerade von der Form nicht sein könnten. Das ist ja aber bewusst gewählt, einfach nur dieses Video hier vom Preisaspekt zu wählen. Und da schauen wir uns noch einmal das Ganze im Detail an, denn auf der linken Seite seht ihr jetzt nochmal das Tesla Model 3, wie es hier dargestellt ist. Ihr könnt nur wenige Optionen wählen, sei es der weiße oder schwarze Innenraum, die Außenfarben oder eben die optionalen Pakete auf den Autopiloten und das war's dann. Das heißt, da gibt es jetzt keine großen Ausstattungsoptionen oder ähnliches, ganz im Gegenteil zum Audi, denn hier habt ihr so viele verschiedene Ausstattungspakete und ich hing wirklich lang dran, euch hier dieses Fahrzeug einmal exemplarisch zu konfigurieren, um euch zu zeigen, was preislich möglich ist. Schaut ihr gerne mal bei InstaDrive vorbei, meinem Kanalpartner, denn da findet ihr aktuell beide Fahrzeuge zu sehr, sehr attraktiven Konditionen. Da sind alle Kosten inkludiert, das heißt eure Wartungsarbeiten, euer Reifenverschleiß, eure Versicherung und eben das Fahrzeug an sich, ein monatlicher Preis, alles abgedeckt, außer der Strom, und wenn ihr den Link unterhalb des Videos nutzt, bekommt ihr auf die ausgewählte Fahrleistung nochmal 5000 Kilometer kostenlos on top und da könnt ihr echt gut lang unterwegs sein. Von mir war es jetzt aber zu diesem Video. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Wie ist eure Meinung dazu? Denn wir haben ja hier zwei komplett unterschiedliche Fahrzeuge. Ihr bekommt zwei Tesla Model 3 zum Preis vom Q4 e-tron. Dafür hat er natürlich zum Beispiel Allradantrieb und noch ein paar andere Zusatzfeatures und eben die Fahrkomfortsachen, die wir euch hier im Video gezeigt haben. Ich freue mich auf euer Feedback und bin eben gespannt, ob ihr euch dann trotzdem vielleicht für den Q4 entscheiden würdet und ob vor allem die Leasing-Optionen bei euch eine Rolle spielen würden. Denn es gibt ja viele Leasing-Angebote, unter anderem auch zum Beispiel bei InstaDrive. Beim Kanalpartner schaut da gerne mal vorbei. Da würdet ihr die ersten 5000 Kilometer sogar kostenlos bekommen, wenn ihr über den Link reinschaut. Und da gibt es den relativ günstig. Von mir war es das zu diesem Video. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.